Hallo meine Lieben, es ist echt Wahnsinn. Wir sind schon in der letzten Woche meiner Weihnachtsgeschenkserie angelangt und somit beim Tag 21. Und heute habe ich eine Idee für Schlüsselanhänger für euch. Mehr dazu gleich nach dem Intro. Damit ihr seht, was wir heute machen werden, das sind wie gesagt Schlüsselanhänger und zwar aus Kunstleder und dann mit Flexfolie verziert. Ich habe 4 Varianten gemacht. Alle Elemente sind aus dem Design Space und ich werde euch auch zeigen, wie ihr die Form machen könnt, damit ihr eben hier diesen Anhänger oben habt. Und hier habe ich eins Fill a House with Love and it becomes a home und hinten ein kleines Häuschen mit einem Herz gemacht. Das habe ich genäht. Ich habe 2 genäht und 2 ohne Nähen gemacht und die einfach nur zusammengeklebt. Hier habe ich eins Home is wherever I'm with you, auch mit einem kleinen Häuschen drauf. Dann habe ich eins mit Home is not a place, it's a feeling. Und dann noch ein Home Sweet Home mit einem kleinen Häuschen und dem Herz und hinten drauf einfach ein simples Herz. Und eben hier mit einer Goldfolie, das heißt 3 habe ich mit der Goldfolie gemacht und 1 mit Schwarz, weil ich da einfach mit dem Gold zu wenig Kontrast hatte. Und wie ihr das Ganze machen könnt, das gucken wir uns jetzt an. Was ihr für dieses Projekt braucht, ist euren Plotter. Da habe ich das Fine Point Plate schon drin. Dann Schneidematten habe ich die Standard Grip Matte für die Flexfolie und die Strong Grip Matte für das Kunstleder. Dann eben Kunstleder. Ich werde 4 Anhänger gleichzeitig machen und da verwende ich die schwarze, dunkelbraune Sand und das Beige. Und bei den Flexfolien habe ich einen in Gold, die werde ich auf 3 machen und ich werde die Vorder- und die Rückseite beplotten und dann eine in Schwarz. Zudem habe ich dann zum Aufbringen noch die Hitzematte und die Mini Cricut. Dann habe ich eine Schere auf dem Tisch, das sind Gitterungstool und dann solche Haken, um das dann an den Schlüsselanhänger anzubringen. Flüssigkleber. Ich werde die Sachen zusammenkleben, aber nicht nur, sondern ich werde auch die Ränder abnähen. Das sieht dann auch ein bisschen besser aus und das hält dann auch ganz sicher. Und natürlich brauchen wir auch den Cricut Design Space und damit starten wir jetzt auch gleich. Ich habe mir hier schon ein Projekt angelegt und ich wollte euch einfach kurz zeigen, wie ich diese Schlüsselanhänger mache. Und da blende ich das Element kurz aus und wie ich den gemacht habe. Ich habe ganz einfach in den Bildern gibt es diese Squares mit den Rounded Corners und da habe ich einfach 2 in derselben Größe hier reingemacht. Und die habe ich auf die Größe von 8 cm gemacht. Dann habe ich hier einen Streifen, der ist 1 cm in der Breite und 3,2 cm in der Höhe. Warum 3,2 und nicht 3? Ich brauche eine kleine Überlappung mit diesen beiden Feldern, damit ich die verschweißen kann. Bevor ich das aber verschweiße, markiere ich kurz alle 3 und gucke dann beim Ausrichten, dass die wirklich horizontal zentriert sind und dann kann ich das verschweißen. Und so habe ich dieses eine Element. Dann habe ich verschiedene Sachen eingefügt. Ich werde 3 in Gold machen, 1 in Schwarz und da habe ich mir auch in den Bildern Sachen gesucht, die mir gefallen. Und hier zum Beispiel in Home is not a place, it's a feeling. Das war eigentlich ein Element. Ich habe das einfach dupliziert und dann jeweils bei einem Element hier bei der Kontur. Da habe ich ganz einfach den unteren Teil ausgeblendet. Das könnt ihr machen, indem ihr da drauf klickt. Und dann beim anderen Element
den oberen Bereich ausgeblendet und so habe ich zwei Teile. Dann hier von diesem Home Sweet Home habe ich dieses Häuschen mit dem Herzen genommen. Das habe ich genau gleich gemacht wie das hier. Einfach alles ringsherum ausgeblendet, so dass ich nur noch dieses Häuschen habe und habe das dann in der Größe angepasst. Das heißt, beim einen werde ich vorne dieses Home Sweet Home machen, auf der Rückseite das Herz. Beim anderen Home is not a place auf der Vorderseite, it's a feeling auf der Rückseite. Dann Fill a house with love and it becomes a home auf der Vorderseite, das Häuschen mit dem Herz auf der Rückseite. Und dann Home is wherever I'm with you und da auch das Häuschen auf der Rückseite. Das ist alles, was ich brauche. Und so können wir jetzt auf Herstellen gehen. Und jetzt seht ihr, werden die Matten nach den Farben aufbereitet, wie ich die definiert habe. Bei den Flexfolien muss ich darauf achten, dass ich die spiegle. Und das Leder kann so bleiben. Dann gehe ich auf Weiter. Die erste Matte ist ja eine Flexfolie, da kann ich einfach sagen Everyday Iron-On und das dann auch schon ausblotten. Das heißt, ich nehme die schwarze Flexfolie, immer dran denken, die glänzige Seite nach unten und bringe die hier in die Ecke. Für das zweite Element muss ich auch gar nichts ändern an den Materialien, weil das ist ja auch Flexfolie, von dem her kann ich die hier einfach aufbringen. You always said we were the good ones. Like an 18-minute thriller movie. Dann kommen wir zum nächsten Element und das wäre eigentlich das Bildleder. Und jetzt gehe ich hier kurz auf Abbrechen, weil ich euch etwas zeigen will. Und zwar gehe ich ganz raus und blende die Elemente hier alle aus. So dass ich nur dieses Element noch habe. Und da gehe ich jetzt wieder auf Herstellen. Und jetzt kann ich hier sagen, ich habe 4 Kopien. Dann kann ich auf Weitergehen. Und da wähle ich jetzt das Kunstbildleder aus. Und da brauche ich jetzt die Strong Grip Matte und da bringt das Bildleder in die Ecke. Und gebe das in den Plotter rein. Bei dem Vorteil, den ihr jetzt habt, ist, ihr könnt Matte nach Matte machen. Ihr könntet auch am Anfang einfach 4 Kopien anlegen und jedem eine andere Farbe geben, aber ich wollte euch einfach auch noch diese Variante zeigen. Sorry for that. Now you need space. I get it, like you said, it's alright. So I'm counting all the days till you'll come around to show me what you found. Since breaking from this misery, I wish that you could see me now that you're gone. Cause you need to be alone, away from our chemistry. I just hope you'll end up. Now without meant to last, I'm counting all the days till you come around. Or will you come around? Und das war's auch schon, was wir mit dem Plotter machen müssen. Vergesst nicht, euer Projekt zu speichern, damit ihr das wiederverwenden könnt. Ihr seht, das
das Element schon relativ groß wird. Ich wollte das aber genauso haben, weil ich es eigentlich wirklich cool finde. So findet man den Schlüssel auf jeden Fall. Ihr könnt auch kleiner gehen, passt einfach die Größe so an, wie ihr wollt. Ihr könnt auch runde Elemente machen oder längliche Elemente machen. Ihr müsst halt einfach hier dieses Verbindungselement dann dazugeben. Und ihr seht es auch, wenn ihr dann kleiner geht, dann müsst ihr halt mit den Schriften nochmal kleiner gehen. Und so wird es dann schlussendlich aussehen. Das heißt, die schwarze Folie habe ich schon entgittert. Und genau das mache ich jetzt noch mit der Goldfolie. Wenn ihr solche kleinen Elemente habt, dann hilft es, wenn ihr einen Kleber auf den Tisch klebt, wo ihr das dann die kleinen Teile da drauf festkleben könnt. Das geht ein bisschen einfacher zum Entgittern. I could never live with that. Oh, I never meant to hurt you, but I hurt you, so sorry for that. Now you need space, I get it, like you said, it's alright. So I'm counting all the days till you'll come around to show me what you found. Since breaking from this misery, I wish that you could see me now that you're gone. Cause you need to be alone, away from our chemistry. I just hope you'll end up knowing that I'm meant to last. I'm counting all the days till you come around. Or will you come around? Or will you come around? Und ihr seht, wie extrem filigran ihr hier gehen könnt, ne? Dieses Love mit den Streifen. Ich finde das schon extrem cool an dieser Folie. Und ich habe ganz ehrlich gesagt mit der Goldfolie bis jetzt auch noch nicht gearbeitet. Die habe ich mir neu bestellt. Und ich finde, das sieht eigentlich jetzt schon ziemlich cool aus. Aber bevor wir die Flexfolie aufbringen, werden wir die Elemente noch zusammenkleben. Das heißt, ich nehme hier einfach die Rückseite von dem Element und bringe da Flüssigkleber drauf. Natürlich nicht hier in diesem Zwischenelement, sondern erst ab. Also von da an runter. Ich verwende hier ganz normalen Zementit-Flüssigkleber, weil ich nachher eben auch noch nähen werde. Von dem her muss das nicht super gut halten. Aber ihr könnt natürlich da einen stärkeren Kleber nehmen und das dann nicht nähen. So, und jetzt müsste das natürlich passgenau oben drauf. Das drücke ich jetzt mal ein bisschen fest und dann lege ich alle Elemente dann zum Trocknen unter einen Stapel Bücher. Wie gesagt, die lege ich jetzt unter einen Stapel Bücher, einfach damit mir das Ganze gut gepresst trocknet. So, 2 davon habe ich genäht und 2 habe ich nicht genäht, weil ich habe das Gefühl, die halten wirklich gut zusammen. Und so sehen sie genäht aus. Und hier habe ich nur mit einer Ahle quasi einen Rahmen geritzt, aber die nicht genäht. Und das hält schon gut zusammen. Von dem her, nehmt einfach die Variante, was euch am besten gefällt.
Und jetzt können wir hingehen und schon die Flexfolie aufbringen. Da mache ich meine Cricut Mini auf eine 2. Dann starten wir hier mit der Rückseite jeweils. It's cold outside, but the fire keeps us warm. We can spend the night underneath the mistletoe. And I've gotten you a present that I put under the tree. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. The snow is falling down. Und da gehe ich jetzt für 30 Sekunden drauf. And the storm is on its way, but as long as you're around, everything will be okay. Ich habe gemerkt, dass sich das Ganze so ein bisschen zu fest abdrückt im Kunstleder. Von dem her bin ich da mit einem Backpapier drauf. Und jetzt mache ich auch noch die andere Seite. Und am besten ist es so, ich lasse die dann ganz kurz auskühlen und lege die dann so auf ein oder auch wieder unter den Stapel mit den Büchern, damit die dann flach trocknen oder flach auskühlen können. 'Cause all I wanna do is spend this holiday with you. Tomorrow it is Christmas, the first for me and you. I've longed for this moment to have you for myself in a cabin out in nowhere, just us and no one else. I've decorated everything to be perfect for this week. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. Another year went by, but the difference this time is that ever since July, I've been happier than I have ever been. It's safe to say that my love for you is true. Tomorrow it is Christmas. Dann brauchen wir die schon nicht mehr. Ich habe gemerkt, dass 20 Sekunden bei dem Kunstleder tatsächlich auch schon ausreicht. Und wenn ihr sie nur klebt, wenn ihr nicht näht, wenn ihr nur klebt, dann würde ich euch die Reihenfolge anraten, dass ihr zuerst die Flexfolie aufbringt und dann erst klebt, damit ihr da jetzt nicht irgendwie den Kleber wieder auflöst. Aber ich werde die jetzt nochmal unter die Bücher legen, damit das wirklich nochmal sich festigt, und bin dann gleich wieder zurück. Und wenn die dann ausgekühlt und wieder schön flach sind, dann können wir noch die Anhänger dran machen. For me and you. I've longed for this moment to have you for myself in a cabin out in nowhere, just us and no one else. I've decorated. Et voilà. Anhänger sind dran. Na hier, Home is not a place, it's a feeling. Dann Home is wherever I'm with you. Mit einem kleinen Häuschen drauf. Dann Fill a house with love and it becomes a home. Auch mit dem kleinen Häuschen hinten drauf. Und Home Sweet Home mit dem kleinen Häuschen und dem Herz und hinten noch ein großes Herz drauf. Ich habe, wie gesagt, mit der Goldfolie zum ersten Mal gearbeitet und ich finde die eigentlich wirklich schön mit diesem Glanz drauf. Aber da könnt ihr natürlich Farben nehmen, auch vom Wildleder oder vom Kunstleder her, die für euch am besten passen und die kombinieren. Ihr könnt sie abnähen, ihr könnt sie nur kleben, was auch immer ihr am liebsten haben möchtet. Aber so einfach habt ihr Schlüsselanhänger gemacht. Und das war auch schon alles, was ich euch heute zeigen wollte. Ich hoffe, euch hat diese Idee gefallen und ihr habt Lust, es selber auch nachzubasteln. Die Materialien, die ich verwendet habe, die werde ich euch unten in die Links reinstellen.
Und wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut das doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch weiter. Und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Bis bald! Till we're perfect for this week. Tomorrow